Coltan, Congo's Curse. Coltan haben Sie vielleicht von gehört, das ist ein Mineral, das man findet in manchen Ländern, aber die meiste Produktion kommt aus Kongo, Afrika. Ja. In Afrika, Sie wissen das vielleicht selbst, wir haben da zusammen geschafft, gearbeitet, gewohnt, gelebt und so weiter, viele Jahre. Und darum habe ich immer den Liebe von Afrika bekommen und darum schreibe ich darüber. Aber in Kongo ist viel los. 4 Millionen Toten schon seit der Rwandan-Genocide in 1994. Das ist so, die Geschichte von Ruanda habe ich von gehört vor 25 Jahren dieses Jahr. Das ist auch der Anfang dieses Buch, dass die Hutu und Tutsi Bevölkerung, die Hutus die Tutsis ermordeten, 800.000 Toten, dann hat man so mit alles, mit Macheten und alles zerstört. Die ganze Bevölkerung war, die ganze Bevölkerung von das Land war ermordet worden, aus Ideologie. Und die Geschichte fängt da an. Das ist eine Geschichte von einem Belgien-Kommando, ein Belgien-Soldat, der war da in die Zeit in 1994, den Präsident, der dann die Frieden versuchte zu machen in Ruanda, zu protegieren, zu beschirmen. Beschützen. So, die Beschützung hat nicht geklappt. Die Präsidentin und Präsident wird ermordet. Und dann, wenn die Mordung da war, dann ist das Genozid hat dann angefangen. So, für 3 Monate hat man nur getötet. 10 Kommandos, Belgien-Kommandos waren da, um die Beschützung zu geben. 10 sind da ermordet worden von den Hutus. Und die Geschichte ist Fiction, fiktiv. Einer von den Kommandos überlebt und das ist der Protagonist von diesem Buch. So, was macht er 25 Jahre später? Er geht zurück, um die Leute zu helfen, da in Kongo. So, das ist die Basis der Geschichte. Viele politische Geschichte, viele politische Argumente sind da auch eingebaut. Aber es ist ein spannendes Geschichte. Weißt? Es ist nicht so ein Dokumentär oder ein Geschichtsbuch, aber eine Geschichte, eine fiktive Geschichte von einem Mann, der etwas tun will und dann versucht, was er kann, um die Leute da in Kongo ein bisschen besser Leben zu geben. Ja? Also ich lese ich fange mal an in Englisch und dann habe ich das, Leute hat es übersetzt und dann mache ich das danach in Deutsch, okay? Dann kann man alles dann verstehen, ja? Alright. This is I will start at chapter 6. Is there any more light maybe? Because it's a bit dark now. My eyes are not so big, so good anymore either. All right, let's go. As with all plans, they appear usually easier in one's head than executed in real life. Mark and Luke, 2 commandos, were on their way through Tanzania, while Serge and I started a long trek along the trail that was crowded as if we were driving on the M25 through London during rush hour. Bearers, transporters on foot, some carrying more than their own weight in minerals on their heads or shoulders, soldiers, groups of women offering food, boys, men, and animals walked along the trail in droves, while opposite traffic often needed to halt to let others pass because the path was quite narrow. It was hot and humid. My clothes stuck to my skin. I wore a hat and boots that were supposed to be guaranteed waterproof, but after a few kilometers,
My feet were soaked from the muddy track. I felt like an ant following the stream of other ants through the bush. My backpack was quite heavy, as I needed to carry the remainder of the cash myself. If others had known I was carrying so much money, I would have not walked very far. I would have already lost my head during the first mile. But because nobody expected someone would be stupid enough to carry a large amount of cash in a backpack, no one bothered us. We were protected by a psychological phenomenon, because even if I had told them that we were transporting about $1 million, nobody would believe us, because no one would be crazy enough. But just in case, Al-Dawi had supplied me with a sharp combat knife and a machete. Serge led the way. He walked in front of me on his bare feet. He was used to that, and I had noticed that many other locals walked barefooted as well. I tapped on Serge's shoulder. He stopped, looked at me, and I asked, "How far to go?" He used his fingers. 7. 7 what? He pointed to my digital watch because he couldn't speak. This guy's, for your information, he couldn't speak. He pointed at my digital watch and tapped on the hour indicator. "Okay, I understand. We'll be arriving after dark then." He shook his head. He again touched my watch, but now pointing to the date, he meant tomorrow. I understood that we had to spend the night in the bush, and by the time we reached the clearing where hundreds of other travelers stopped to rest, I was exhausted. We were about halfway, and I had walked all day to cover about 30 kilometers. It had rained constantly. We were soaked to the bone. We ate some of our supplies and crashed from exhaustion. That evening, being in the bush together with the Congolese gave me a sincere sense of belonging. These people, no matter how difficult their lives were still much more connected to Mother Earth than we in the West. We heard people telling stories in Swahili, which I could not understand, but somehow these anecdotes created natural cohesion between them. No matter what their individual tasks were, they shared this drive to survive and used symbols, magic, and an incredible spiritual belief in life without fear of death. No matter how hard it was for them, they just got up every morning and tried again with a smile on their faces. They could not plan for a pension at 65. All they thought about was how to survive from sunup to sundown, one day at a time. I felt I belonged there more than in posh Geneva, where cynical materialism had replaced humanism a long time ago. Here at the camp, for at least one night, everyone helped another, sharing food and sharing a place near the fire so they could warm and dry themselves. They sang songs. Even some of them had a bit of energy left to dance. Yeah? Okay, in German now, right? For the German fans. Wie bei allen Planen scheinen sie einfacher, wenn man sie macht, statt wenn man sie im wirklichen Leben ausführt. Mark und Luc waren unterwegs durch Tansania, während Serge und ich uns auf den langen Weg machten. Der Trail war überfüllt, als ob wir während der Stoßzeit auf der M25 durch London fahren würden. Träger, einige mit mehr als ihrem eigenen Gewicht an Mineralien auf dem Kopf oder den Schultern, Soldaten, Frauengruppen, die Essen anboten, Jungen, Männer und Tiere gingen scharenweise den Weg entlang. Der Gegenverkehr kam oft zu stehen, um andere passieren zu lassen, weil der Pfad ziemlich eng war. Es war heiß und feucht. Meine Kleidung klebte an meiner Haut. Ich trug einen Hut und Stiefel, die garantiert wasserdicht sein sollten, aber nach ein paar Kilometern durch den schlammigen Weg
waren meine Füße durchnass. Ich fühlte mich wie eine Ameise, die einen Ameisenstraßen durch den Busch folgte. Mein Rucksack war ziemlich schwer, dass ich den Rest des Geldes selbst tragen musste. Wenn andere gewusst hätten, dass ich so viel Geld mit mir herumschleppe, wäre ich nicht sehr weit gekommen. Ich hatte schon auf den ersten Kilometern meinen Kopf verloren. Aber weil niemand erwartete, dass ich jemand dumm genug sein könnte, so viel Geld in einen Rucksack zu transportieren, störte uns niemand. Wir waren durch ein psychologisches Phänomen geschützt. Selbst wenn ich sagen würde, dass wir fast $1 Million transportieren, würde uns wohl niemand glauben, sondern uns für verrückt halten. Sicherheitshalber hatte ich mit Aldawi, mein Freund, trotzdem ein scharfes Kampfmesser und eine Machete mitgegeben. Serge lief barfuß vor mir her, er war das gewohnt, und mir war aufgefallen, dass auch viele andere Einheimische barfuß gingen. Ich klopfte auf Serges Schulter. Er blieb stehen, sah mich an und ich fragte ihn, wie weit ist es noch? Er zeigte mit seinen Fingern, 7. 7 was? Er zeigte auf den Stundenzeiger meiner Digitaluhr. Okay, ich verstand. Wir werden nach Einbruch der Dunkelheit ankommen. Er schüttelte den Kopf und zeigte wieder auf meine Uhr, aber jetzt wies er auf das Datum. Er meinte morgen. Ich begriff, dass wir die Nacht im Busch verbringen mussten. Ich war erschöpft, als wir eine Lichtung erreichten, wo Hunderte von anderen Reisenden ihre Nachtruhe verbrachten. Wir waren den ganzen Tag gelaufen, um etwa 30 Kilometer zurückzulegen, was ungefähr einen Tag nach dem anderen die Hälfte des Weges war. Es hatte ständig geregnet und wir waren nass bis auf die Knochen. Mit letzter Kraft aßen wir etwas von unseren Vorräten. Das Zusammensein mit den Kongolesen hier im Busch gab mir an diesem Abend ein aufrichtiges Gefühl der Zugehörigkeit. Diese Menschen, egal wie schwierig ihr Leben auch war, waren immer noch viel stärker mit der Mutter Erde verbunden als wir im Westen. Man erzählte sich Geschichten auf Swahili, die ich nicht verstehen konnte, aber irgendwie schufen diese Anekdoten eine natürliche Zusammenhalt. Unabhängig von ihren Aufträgen teilte sie den Drang zu überleben. Sie benutzten Symbolen und Magie und hatten einen unvorstellbar spirituellen Glauben an das Leben ohne Angst vor dem Tod. Egal wie schwer es für sie war, sie standen einfach jeden Morgen mit einem Lächeln auf und versuchten es erneut. Sie könnten nicht mit einer Rente mit 65 Jahren rechnen. Alles, woran sie dachten, war wie sie einen Tag nach dem anderen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang überleben konnten. Ich fühlte mich dort mehr zugehörig als im noblen Genf, wo der zynische Materialismus vor langer Zeit den Humanismus ersetzt hatte. Zumindest für eine Nacht halfen alle einander, teilten Essen oder einen Platz in der Nähe des Feuers, damit sie sich warmen und trocknen konnten. Sie sangen Lieder und einige von ihnen hatten sogar noch etwas Energie zum Tanzen. Danke wel. Ja.